Moin liebe One-Shot-Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video der etwas anderen Art. Viele haben mich gefragt, wie ich meine One-Shots mache und in diesem Video will ich etwas genauer darauf eingehen. Falls euch das Video zu lang ist, ich habe Timestamps für die jeweiligen Klassen implementiert, damit ihr direkt zur Spec-Performance springen könnt, die euch interessiert. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr das Video bis zum Ende anschaut und mir ein Abo oder Like da lasst, sofern euch der Content gefällt. So, aber nun zum Video. Für den optimalen One-Shot ist es erstmal essentiell, den Schaden der jeweiligen Klasse zu analysieren. In diesem Video nutze ich dafür eine normale Schadenspuppe. Ihr fragt euch jetzt sicher, warum keine PvP-Puppe? Nun ja, einige Klassen sind bugged. Was ich damit meine? An der PvP-Puppe wird der Schaden nicht immer korrekt dargestellt. Manche Fähigkeiten funktionieren nicht richtig. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel der Schamane. Blitzschlag und urzeitliche Welle sind nur einige der Fähigkeiten, die nicht richtig funktionieren. Darüber hinaus performen manche Klassen unterschiedlich, je weniger Leben das Ziel hat. Um das auszugleichen, nutze ich eine Standardpuppe, damit alle Klassen unter denselben Bedingungen getestet werden. Der Schaden am Spieler variiert zum Beispiel auch noch aufgrund von Vielseitigkeit, Rüstung, PvP-Bonus. Einige Talente sind in PvP reduziert, andere sind wiederum angehoben. Da möchte ich erstmal nicht weiter drauf eingehen. Dieser Test dient primär nur zum Vergleichen. Bei der Schadensanalyse ist für mich ausschlaggebend der höchste Damage Peak in der kürzesten Zeit. Als Bonus betrachte ich, wie lange eine Klasse diesen Peak halten kann. Das fließt allerdings nicht in meine Hauptbewertung mit ein. Dennoch dient es als Indikator für Metaklassen. Falls ihr also unsicher seid, welche Klasse ihr wählen wollt, um immer ganz oben im Damage-Meter euren Namen zu lesen, würde ich euch raten, macht eine Schadensanalyse der jeweiligen Klasse und schaut, wie der Spec oder die jeweilige Klasse performt. Seiten wie Wowhead oder MeinMMO, da kann man jedenfalls erahnen, wo die Reise hingeht. Die haben die ganze Auswertung meist schon gemacht im PvE-Segment und das könnte man als kleinen Indikator auch nutzen. Grundsätzlich gilt aber, Klassen mit dem höchsten konstanten Schaden über den größtmöglichen Zeitraum sind auch im PvP stark. Bringt die Klasse zusätzlich noch ein großes Toolkit mit an CC-Effekten, sind es auch meist Metaklassen. Ich sage immer, spielt was ihr wollt, Hauptsache es macht euch Spaß. Jede Klasse kann andere Klassen aushebeln, es kommt halt immer darauf an, wie gut ihr diese Klasse spielt, also üben, üben, üben. Die in diesem Video gezeigten Klassenausschnitte sind meine Versuche, den besagten Damage Peak zu erzwingen, um mit den Werten später mein Analysetool zu füllen. Dieses dient mir dann als Indikator, frühzeitig Klassen auf einen potenziellen One-Shot zu testen. Der PTR zum Beispiel eignet sich hervorragend dafür, allerdings können Fähigkeiten noch angepasst werden, darum warte ich meist bis dieser live gegangen ist. So kann ich für euch Mechaniken finden, die euch nicht nur Spaß bringen, sondern auch die Gegner ins Staunen versetzen. Okay, das ist nett umschrieben, meist bekommt ihr eine Hassnachricht, aber egal. Was ich euch zusätzlich noch empfehlen würde ist, schafft euch ein zweites Gear an, sprich Set, wo ihr mit den verschiedenen Stats herumexperimentieren könnt. Ich habe für jede meiner Klassen immer ein zweites Set, wo ich die Stats so verändern kann, um diesen höchstmöglichen Schadenspunkt zu erreichen. Das jedoch führt dazu, dass ihr over time, je länger das Game geht, meistens underperformt. Sprich, ihr werdet mit diesem Bild und mit diesen Stats nie die gesamte Performance oder das gesamte Potenzial dieser Klasse erreichen. Es ist wirklich nur auf einen Schadenspeak ausgelegt. Das hat natürlich zur Folge, dass ihr damit auch nicht hoch spielen werdet. Ich sag mal so 1800 bis 2000 Rating, da könnt ihr locker mit dieser Klasse und dem Spec und dem Bild, was ich so hochlade, mithalten. Allerdings darüber hinaus wird man diese Mechanik oder dieses Vorgehen, sage ich mal, erkennen und umspielen und das wird dazu führen, dass ihr dadurch weniger Spielspaß habt. Das ist wirklich nur ein reines Fun-Bild, das ist wirklich nur um Leute zu trollen und ja, keinesfalls um hohes Rating zu erreichen. Ich möchte das an dieser Stelle nochmal betonen, just for fun. Warum ich das Ganze nochmal erzähle bzw. darauf hinweise, ist einfach, ihr schreibt mir vermehrt unter die Kommentare oder in den Kommentaren, dass das kein Bild wäre, um hochzuspielen, dass es nur funktioniert bis 1.8, dass das kein richtiger Spec ist und dass das Troll ist, Crap und keine Ahnung was. Leute, nochmal, das ist ein One-Shot-Kanal, den gibt es jetzt seit 3 Monaten. Ich mache da wirklich nur Sachen, die mir gefallen, wo ich Spaß dran habe und ich teste für euch Mechaniken, die ich selber benutze und teile die einfach mit euch, damit ihr es auch nachmachen könnt.
Wie gesagt, das ist nichts serious, das ist nichts, womit ihr jetzt massiv das Spiel aushebeln werdet. Es ist wirklich nur just for fun. Wer es nachmachen will, kann das gerne tun. Ich versuche das Bestmögliche in meinen Beschreibungen zu erwähnen, die Rotation zu zeigen. Ihr seht auch, vieles hat sich entwickelt. Unter meinen ganzen Videos findet ihr die Beschreibung, die Talente, ihr findet die Rotation meistens. Ich versuche es auch so realistisch wie möglich zu zeigen und das nicht nur anhand einer Schadenspuppe, sondern auch am Spieler, sondern in der Arena und das auch unter Ratingbedingungen von 2K+. Also alles, was ihr fragt und reinschreibt, nehme ich ernst, lese es mir durch und versuche es bestmöglich umzusetzen, damit ihr halt den Content bekommt, den ihr wollt. Und ich hoffe, ihr versteht es auch, dass jedes Video halt Zeit braucht. Ich kann nicht jeden Tag ein Video hochladen. Das Schneiden kostet mich Zeit, das Aufnehmen kostet mich Zeit. Und ich hoffe an dieser Stelle auch so ein bisschen Eigenwerbung, dass ihr es zu wertschätzen wisst, was ich hier mache. Denn ich habe Spaß daran und ich hoffe, dass ihr umso mehr Spaß daran habt und auch beim Ausprobieren vielleicht auch das eine oder andere Neue entdeckt, was ich mitnehmen kann. Also nutzt die Kommentarfunktion, nutzt den Discord-Server, gebt mir Feedback, gebt mir eure Wünsche, gebt mir Kritik. Ich bin dankbar für alles und ja, ich hoffe, ihr habt einfach Spaß daran. Zu diesem Video möchte ich eigentlich auch nochmal sagen, dass ich mich bewusst nur für DPS-Klassen entschieden habe. Einmal aus persönlichen Gründen. Ich sehe mich eher in der Schadensklasse bzw. DPS-Klasse und nicht als Healer oder Tank. Obwohl ich den ein oder anderen Tank-One-Shot habe, wollte ich das jetzt bewusst nicht mit aufzählen, da ich, ja, wie gesagt, meine persönliche Einstellung eher im DPS-Segment sehe. Sollten vermehrt Wünsche für Healer oder für Tank da sein und ich sehe, da ist Potenzial, da kann man was draus machen, dann werde ich natürlich auch das versuchen. Allerdings ist das jetzt hier erstmal nur auf die reinen DPS-Klassen bezogen und sowohl im Nahkampf als auch im Fernkampf, um da mal ein bisschen Gewichtung zu finden. Und überraschenderweise gibt es den einen oder anderen Range-Spec oder die ein oder andere Range-Klasse, die eine Nahkampfklasse aussticht. Das war für mich selber auch so ein bisschen überraschend, was Burst angeht zum Beispiel. Also Overtime muss man glaube ich nicht reden, wenn der Caster freecasten kann oder ja, man kein Melee oder kein Nahkämpfer an sich hat und machen kann, was man will, dann werden die Caster-Klassen meist immer die Nahkampfklassen ausstechen, dass das mir so aufgefallen ist. Ob es in diesem Video genauso aussieht, das wird sich gleich zeigen. Eins kann ich schon verraten, das ist auf jeden Fall eine sehr knappe Geschichte und zusätzlich sollte man vielleicht nochmal bedenken, die Rotation bzw. die Vorgehensweise, diesen Schaden zu testen, ist jetzt auch nicht so das Optimum. Ich habe für mich selber meine Rotation entwickelt, wo ich sage, okay, so und so könnte es funktionieren, dass ich den höchstmöglichen Schaden kriege. Allerdings, wie zu Anfangs erwähnt, ist das nicht hundertprozentig stimmig. Also da bitte nicht zu sehr ins Gewicht gehen mit der Kritik. Ich habe wirklich hier versucht, für alle Klassen ungefähr ein gleiches Potenzial zu fahren. Zusätzlich möchte ich nochmal erwähnen, dass das Video in der Form, wie ihr es jetzt hier gesehen habt, in der Zukunft wahrscheinlich kein zweites Mal geben wird, da die Zeit, die mich das Ganze gekostet hat, jede Klasse auf Max zu bringen und das Gold, was es gekostet hat, sie annähernd gleich zu equippen bzw. zu verzaubern, das hat mich so ungefähr 2,5 Millionen Gold gekostet. Ja, das ist mir ein bisschen zu viel, von daher werde ich in Zukunft eher auf den PTR verweisen, wie schon erwähnt, um da einfach genauere und gleichbleibende Ergebnisse zu erzielen. Also geht nicht so hart mit mir in die Kritik. So, Fazit. Für alle, die bisher dran geblieben sind, danke erstmal fürs Zusehen. Hier ist nochmal das Ergebnis. Hattet ihr es genauso erwartet oder seid ihr überrascht, dass der Test so ausgefallen ist? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Für Fragen, Kritik, Anregungen bin ich jederzeit offen. Wie ihr sehen könnt, steckt einiges an Arbeit in solchen Videos. Über ein Like, ein Abo oder einen Kommentar würde ich mich auf jeden Fall riesig freuen. Ihr unterstützt damit meinen Kanal enorm. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, wir haben jetzt auch einen Discord-Server, wo ich alle Neuigkeiten direkt teile, wenn es was gibt. Den Link dazu findet ihr auch im Video in der Beschreibung. Mit Patch 11.1 wird auf jeden Fall einiges auf euch zukommen. Also lasst die Glocke an, bleibt gespannt. Ciao, bis dann.